Moin aus Guangzhou, Wohnmobile aus China auf einem neuen Level. Man sagt ja, der Norden sei ehrlich und direkt. Und genau so halten wir das heute auch, wenn wir über die Zukunft der Wohnmobile aus China reden. Wir sind extra nach Guangzhou auf die Messe gefahren, um herauszufinden, ob die nächste Generation von Wohnmobilen tatsächlich aus dem Reich der Mitte kommt. Und Spoiler, es hat uns echt die Schuhe ausgezogen. Was uns hier direkt aufgefallen ist, die Wohnmobile sehen komplett anders aus als bei uns in Europa. Aber warte mal, guckt man mal genauer hin, dann merkt man auch, viele chinesische Modelle sehen untereinander verdammt ähnlich aus. Das war für uns erstmal ein bisschen verwirrend, bis wir die Lösung gefunden haben. Aber warum sehen chinesische Wohnmobile so ähnlich aus? Die Sache ist ziemlich schlau. Die New Go-Now Group vereint gleich 7 Wohnmobilmarken unter einem Dach. Jede Marke hat ihr eigenes Design, aber viele der cleveren technischen Lösungen werden geteilt. Das spart nicht nur Zeit und Geld, sondern sorgt auch für eine konstante, hohe Qualität. Die Chinesen denken Wohnmobile einfach komplett anders. Warum? Unter 6 Meter. Wegen der Führerscheinbegrenzung müssen hier Fahrzeuge unter 6 Meter sein. Und was die Chinesen auf diese knapp 6 Meter parken, ist der Hammer. Funktional, durchdacht und technisch auf einem Level, wo selbst europäische Hersteller mal einen Blick rüberwerfen sollten. Hier wird nicht gekleckert, sondern geklotzt. Wo bei uns oft konservative Ansätze dominieren, setzen die Chinesen auf Innovation. Ein Beispiel dafür ist die Wohnmobilmarke Longtree. Ein 3-Liter Dieselmotor von Ford und JMT liefert ordentlich Wumms. Bis zu 170 PS und einem Drehmoment von 450 Newtonmeter zieht der alles weg, ob steile Berge oder schwere Anhänger. Das Getriebe ist ein 8-Gang-Automatik, was dank Ford butterweich und zuverlässig läuft. Das Chassis ist auf Ford-Basis, die angepasst wurde, um für den asiatischen Markt perfekt zu passen, robust und langlebig. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, das uns Nordlichtern sehr am Herzen liegt: Unabhängigkeit. Wer will schon ständig auf einem Campingplatz oder von externen Stromquellen abhängig sein? Und genau hier legen die Chinesen mal die Latte richtig hoch. 48 Volt, 200 Stundenampere Batterie. Übersetzt bedeutet das satte 9,6 Kilowattstunden Kapazität. Damit kannst du locker Kühlschrank, Beleuchtung, Klimaanlage und sogar einen großen Wechselrichter betreiben. Und natürlich auch mit Strom kochen. Und das nicht nur für eine Stunde, sondern über Tage. Und so ein System braucht natürlich auch ordentlich Solarpanels auf dem Dach. 800 Watt lassen die Sonne für dich arbeiten. Bei schönem Wetter wird die Batterie ständig geladen, ohne dass du überhaupt darüber nachdenken musst. Und sollte mal nicht genug Sonne da sein, hat dieses Fahrzeug 2 Lichtmaschinen mit 150 Ampere verbaut. Denn Leute, wer autark reisen will, der braucht Strom, und zwar genug davon. Aber man braucht nicht nur Strom, sondern auch Wasser. Wasser ist Leben und bei den Chinesen auch Luxus. Was sie hier an Wassersystemen eingebaut haben, ist der absolute Wahnsinn. Das Fahrzeug hat einen 200 Liter Brauchwassertank mit eigener Wasseraufbereitung. Ja, ihr habt richtig gehört, das Wasser wird wieder aufbereitet und kann so mehrfach verwendet werden. Das kennen wir sonst so ja nur von Expeditionsfahrzeugen und selbst da ist das ja nicht der Standard. Außerdem hat das Fahrzeug einen zusätzlichen 100 Liter Frischwassertank verbaut für alles, was frisch und sauber sein muss, also zum Kochen und Trinken. Und damit das schmutzige Wasser auch sauber entsorgt werden kann, ist hier zusätzlich noch ein 70 Liter Abwassertank verbaut. Die Wasseraufbereitung sorgt dafür, dass du auch abseits von Campingplätzen lange autark bleiben kannst, egal ob du durch die Wüste, Berge oder Wälder fährst. Du bist immer gut versorgt. Und das alles in einem Fahrzeug unter 6 Meter. Dank Slideouts wirkt es im Fahrzeug aber wie ein großer Tanzpalast. Die Frage ist ja nicht mehr, ob die chinesischen Wohnmobile die Zukunft sind, sondern die Frage lautet, wann ziehen die europäischen Hersteller endlich nach? Wir sagen nur, Hut ab, Guangzhou, ihr habt uns echt überzeugt. Und noch kurz ein kleiner Punkt in eigener Sache. Bitte gebt dem Video einen Daumen nach oben und unterstützt uns und den YouTube-Algorithmus. Ach, die Campermarke von denen heißt Longtree RV. Hier ist eine Klappe, hier habe ich einen Arbeitsplatz drin, die kann ich hoch und runter klappen und die ganze Klappe kann ich zuklappen. Und ich habe hier draußen aber auch, wieder wie es üblich ist, bei den Chinesen eine Kochmöglichkeit. Ich habe hier einen Gaskocher und, auch sehr geil, ich habe hier ein Spülbecken, das kann ich ausziehen. Das hatte Dell RV nicht, ne? Also hier sogar vermeintlich noch ein bisschen besser gelöst. Und hier eine riesengroße Schublade, auch wieder unvorstellbar, richtig geil. Vermutlich auch wieder zu beiden Seiten ausziehbar. Gefällt mir sehr, sehr gut. Allein schon diese Lösung ist ja wohl der Hammer, ne? Draußen kochen, Klappe auf. Und wenn ich das nicht will, schlechtes Wetter ist, klappe ich das alles rein. Ich muss mal gucken, ob das so einfach... Und sag mal, der ist auch noch mal nach unten geklappt. Theoretisch kann ich hier am Tisch grillen, sitzend, oder? Also sieht jedenfalls so aus. Das stimmt. Das ist auf Sitzniveau. Genau, du kannst hier deinen Tisch haben, ja. Dann kannst du hier kochen, das ist geil. Und du hast hier dadurch auch nochmal eine Ablagefläche, ne? Ja. Finde ich einfach richtig geil gelöst.
eine coole Situation. Und hier draußen, selbst wenn, ne, ich nehme mal an, wir sind in China unterwegs, diese Autos haben immer unfassbar viel Strom- und Batterieleistung an Bord. Hier sind auch nochmal Steckdosen. Ich nehme mal an, du kannst jetzt hier theoretisch dann halt auch nochmal ein zweites Kochgerät mit Strom hinpacken, wenn dir irgendwie die heiße Platte nicht ausreicht. Wobei, wir waren hier auch schon chinesisch essen und natürlich ist das sehr, sehr beliebt, halt einfach hier mal eben so live während des Essens zu kochen. Ne? Also Kochen ist hier halt ein Event. Ich koche nicht im Vorfeld und packe dann irgendwie mein fertiges Gericht auf den Tisch, sondern hier setzt man sich an den Tisch und dann kannst du halt irgendwie während des Zusammensitzens auch kochen. Gefällt mir richtig gut. Wo wir hier draußen schon mal stehen, lass mal gerade hier rüber gucken. Wir haben hier hinten auch nochmal ein großes Fach, einen großen Heckstauraum, wo viel reinpasst und wo halt auch nochmal ein bisschen Technik sichtbar ist. Also hier ist auch die Technik sozusagen zugänglich. Ich komme hier an die Technik ran. Das ist wieder ein Fahrzeug mit einem Slideout, weil in China ist es ja so, ich muss mich nicht an Gewicht halten. Die können die Fahrzeuge so schwer wie möglich bauen, aber ich muss mich an die Längen halten. Entsprechend sind diese Fahrzeuge dann immer dimensioniert auf eine Gesamtlänge von unter 6 Meter. Und sie arbeiten ganz viel mit Slideouts, wie auch bei diesem Fahrzeug. Ich bin total gespannt, wie das Fahrzeug von innen aussieht. Ich hoffe, ihr auch. Kommt mit. Es wird ja immer gesagt, na, die Chinesen kommen dann nach Deutschland und bauen alles nach, so, weil die angeblich alles besser machen, die Deutschen. Und deswegen kommen die Chinesen, fotografieren alles. Das ist hier gar nicht so. Du. Nee, jetzt sind wir in China und fotografieren alles und bauen das nach. Ja, erstens das. Und zweitens ist es auch so, dass die sich gegenseitig, glaube ich, kopieren. Naja, aber wie oft sind wir auch schon in Deutschland über eine Messe gelaufen und haben mal nach dem anderen Grundriss gesucht und haben ihn nicht finden können, weil die Grundrisse eigentlich immer gleich war. Hinten so ein Doppelbett, vorne die Sitzreihe, hier vorne am Eingang dann die Küche und das war eigentlich so Standard. Insofern wundert es mich jetzt nicht, dass einige Grundrisse sogar in China gleich aussehen. Das finde ich nicht so ungewöhnlich. Doch, ich finde es ungewöhnlich, weil, also ich meine, das war natürlich gerade auf dem deutschen Markt ein absoluter Hype, als die Chinesen rübergekommen sind, also die Dettel RV-Fahrzeuge. Und man gedacht hat, wow, die haben ja mal was komplett anderes gemacht mit 2 Slideouts, mit viel Platz, mit einfach unfassbar viel Technik an Bord. Ja. Aber allem Anschein nach, Leute, das ist Standard hier in China. So sehen alle Autos aus. Das sollte euch zu denken geben. Ja, ganz genau. Und das alles natürlich irgendwie als Schnäppchenpreis, ne? In China. Ja, das ist Wahnsinn. Und halt, ne? Ich weiß, viele von euch werden sagen, ne? Ja, ja. Und einige werden noch sagen, ho, ho, wo ist der Haken? Ist klar. Die haben hier gleich 4 davon, ne? Falls ihr euch das fragt. Also, so viel dazu. Gut. Nee, ja, also, genau. Geil ist, ne? Ich passe sogar mit meinen Öhrchen hier runter. Genau, also super. Ja. Das passt schon mal sehr, sehr gut. Die haben hier auch wieder unterm Bett entsprechend die Waschmaschine oder den Waschtrockner. Die haben die Mikrowelle hier, die haben hier auch einen Kühlschrank, auch hier in der chinesischen Variante. Ja. Hier über dem Slider auch genauso wie der Staufächer, um irgendwas unterzubekommen. Also es ist eigentlich relativ ähnlich. Ne? Hier ein großer Spiegel. Auch das ist ja der Traum einer jeden Camperin, kann man ja eher sagen. Ne? Oder eines jeden. Na gut, ich kann mir meine Öhrchen hier auch besser angucken. Ich auch ab und zu mal im Spiegel. Das stimmt, das stimmt. Wobei, also du weißt, wie es ist. Ne? Campermänner, die sehen sich ja am liebsten nicht irgendwie während des Campings. Diesen eigenen Verfall, den will man ja aber nicht sehen. Ne? Und man sagt dann immer, boah, wieso, ich brauche ja nur eine Unterhose beim Campen. Gut, dass mich hast die dann die kann man ihr Veto einlegt, glaubt Genau, mir. aber hier wäre ein Spiegel, da würde ich das dann auch sehen. Und dahinter ist ein Bad, ne? Susi hat es schon ganz kurz gezeigt, in schicken Design. Ja. Übrigens soll man ja nicht mit Rucksäcken in so Camper rein. Hier in dem Camper ist es völlig egal, weil hier ist so viel Platz. Es ist wirklich viel Platz. Ne? Ja. Von daher, viel. Sag mal, schrei mal. Ja, man hört gar nichts. Haben die draußen sich erschrocken. Sehr schön, sehr schön. Nee, aber gefällt mir gut. Das ist ausreichend Platz. Chemieklo haben wir ja schon rausbekommen. In China wird das einfach in normalen öffentlichen Klos entsorgt, was für den nachfolgenden schwerwiegende Folgen haben könnte.
Oh, hier, guck mal. Doppelschublade. Das ist jetzt hier nämlich die Schublade, deswegen Die nach kannst du sie nach draußen geht, ne? draußen ausziehen. Ja, sehr cool, sehr cool. Du hast jetzt hier Das- ein bisschen Wasser gemacht. Das gefällt mir sehr gut, ja, weiß ich auch nicht. Wo das herkommt, weiß ich nicht. Ja, Ja, aber hübsche Ideen haben sie hier verbaut. absolut. Warum es das ist immer auch, alles in Braun sein muss, boah, weiß ich nicht. Es könnte doch einfach mal, weiß ich nicht, so ein leichtes Pink oder... oh, lila wir haben hier ein oder- Fahrzeug, vielleicht zeigen wir das noch in einem der nächsten Videos. Bleibt auf jeden Fall dran. welches du meinst. Wir haben hier ein Fahrzeug gesehen, da denkst du, what? Genau. Nee, also ja klar, du musst natürlich mit so einem Design halt auch den Markt ansprechen. Oh, guck mal hier, apropos Markt ansprechen. Was ist das? Das ist ich will sie jetzt nicht aufmachen, aber das ist die Revi-Klappe, um an die Wassertanks ranzukommen, okay. die auch mal zu reinigen und so. Ja. Auch das ist bei diesen chinesischen Autos wirklich gut gelöst, ne? So Ja. die ganze Technik, die so verbaut ist, du kommst überall leicht und gut ran. Ja. Das sieht alles immer sehr strukturiert und geordnet aus. Es ist nicht so, da habe ich teilweise in europäischen Autos Katastrophen gesehen. Hast du mal gesehen, die haben die Fenster, ich weiß nicht, hast du schon mal woanders gesehen, dass die Fenster so schräg vorne eingebaut worden sind? Nee, das ist schon... Hat das irgendeinen Vorteil? Ja, Hätte man auch- hätte man auch- halt besser, ne? Hätte man auch gerade einbauen können, Hätte man oder? auch gerade einbauen Guck mal, wenn können, du da liegst, du musst ja den Aber Kopf weißt du, machen. so ist es natürlich ganz schön, weil so kommst du mit den Füßen halt nicht an das Fenster ran. Vielleicht Ja, deswegen, okay. also- Vielleicht hat es mal einer getestet und hat gesagt, wir machen das anders. Genau, so stoße ich dann halt Ja. immer gegen hier mein Moskitonetz oder so. Und Ja, das ist ja, hier ja, halt okay. natürlich dann Hier einfach auch ein bisschen gut, schicke. ne? Kinderschutz standardmäßig. Und hier passen locker 2 Leute, 2 Erwachsene Ja, rein. apropos standardmäßig, ne? In China auch standardmäßig. Heizen und Kühlen mit einer Klimaanlage, die mit Strom betrieben wird, weil hier ist unfassbar viel Strom an Bord. Ja. Deswegen kann ich natürlich heizen und kühlen mit einer Klimaanlage, wobei in den meisten Fahrzeugen immer zusätzlich noch eine richtige Heizung verbaut ist, eine Dieselheizung, weil die damit noch das Warmwasser mit aufbereiten. Also ich habe hier 2 Möglichkeiten des Heizens. Ist auch meistens sinnvoll, weil natürlich in China die Temperaturen auch mal unterschiedlich sein können. Also du hast hier teilweise Wüsten, du hast hier teilweise Schneeregionen, Temperaturen bis plus 40 und minus 20 Grad. Deswegen heizen und kühlen ist schon sinnvoll. Strom hier in den Sitzecken, sehr geil. Eine Induktionsladeschale, auch sehr geil. Also auch bei diesem Fahrzeug hier schon wieder sehr viele Kleinigkeiten, die einen begeistern können. Bedienpanel, ne? Und wie gesagt hier so diese rundrum Kameraansicht, dass ich genau sehen kann, was ist eigentlich da draußen los. Hier ist nochmal ein großes Bedienpanel, auch wieder von TBB Power. Mal drauf. Ja. Und wir können jetzt Susi hier live mal beobachten, wie sie ums Fahrzeug rumläuft. Das ist schon sehr witzig. Genau, und es wird aufgenommen, wie ihr seht hier. Ne? Also sie ist live im Bild, egal wenn sie jetzt hier ins Fahrzeug einbricht, dann sieht man genau, wer der Einbrecher war. Du brauchst gar keine großartige Diebstahlsicherung mehr, weil hier in China, wisst ihr, alles wird gefilmt und auch im Camper wird alles Ist auch sehr gefilmt. chinesisch, ne? Diese komplette Überwachung. Ja, genau. Da bleiben sie sich treu. Da bleiben sie sich treu, ne? Und hier einfach auch wieder TBB, sehr geil, ne? Also Ja. gefällt mir wirklich gut. Ist ja auch echt hochwertig. Ich klappe mal ganz kurz das Ding jetzt. Haben die hier auch natürlich haben die hier auch, wie die meisten, einen Smart TV unterverbaut. Also auch das hier ein sehr schickes Konzept, muss man sagen. Also kann man wenig meckern. Wie sieht das mit Beschlägen aus? Oh, hier, gute Heflebeschläge. Auch da kann man nicht meckern. Sicherungskasten sehr zugänglich. Auch da kann man nicht meckern. Also, das ist schon echt ordentlich, was sie hier abliefern. Einziger Knackpunkt, wie bei fast allen Campern, immer das Thema Müll. Ne? Hier haben wir in der Tür nur diesen kleinen Müllbehälter.
mit der Beleuchtung hier oben. Das ist echt süß. Das ist ein bisschen wie in den Flugzeugen, ne? Wenn abends dann das Licht ein bisschen abgedunkelt wird und du hast dann so Sternenhimmel. Hier hast du so eine bergige Landschaft. Also sehr hübsch dekoriert und richtig krass. Hier hast du so eine Steinoptikwand. Wer kommt denn auf solche Ideen? Keine Ahnung, wie man das sauber kriegen soll. Aber es sieht erstmal hübsch aus. Ja, ist Plastik. Ist voll Plastik. Ist voll Plastik. Und dann wundert man sich, ne, also da kann natürlich jeder reinhängen, was er will. Das sieht jetzt ein bisschen billig aus. Aber du kannst da theoretisch dir dein eigenes Regal reinhängen in diese gelöcherte Wand. Das finde ich ganz witzig. Und die Größe ist auch gut. Ansonsten, was ist das hier? Technik, Tank. Ansonsten auch wirklich viel Platz wieder, ne? Wahnsinn. Hier mit Licht haben sie es, ne? Hier ist alles beleuchtet. Selbst die Fächer sind innen beleuchtet. Das ist also cool. Sehr viel. Und was hier ungewöhnlich ist, ne? Sie haben mal einen Elektrokocher verbaut. Ah, okay. Sorankopffeld oder so? Oh, guck mal, kannst du noch ein Licht anmachen? Ja, sehr schön. Ist ja auch noch nicht genug Licht da. Ist nicht genug Licht da. Und riesige Schubladen, eigentlich extrem gut. Und dieses Kamerasystem, dass du irgendwie zu allen Seiten irgendwie rausgucken kannst, was um dein Auto rum passiert, das habe ich jetzt schon öfter gesehen. Das gefällt mir auch richtig gut. Nur um zu gucken, ist es jetzt irgendwie so ein kleines Tier, was da draußen Alarm macht oder nervt mich der Nachbar? Das gefällt mir auch sehr gut. Ja. Wo packe ich hier eigentlich meine Schuhe hin, wenn ich reinkomme? Man weiß es nicht. Aber weißt du, was ich sehr schick finde? Hier, guck mal. Die haben da so eine Fußmatte extra angefertigt für den Fahrgastraum. Aber hier, kein digitaler Rückspiegel, ne? Also es ist anscheinend nicht Standard in China. Das stimmt. Jetzt würde ich gerne die Klimaanlage anmachen. Großes Staufach, auch hier, ne? Komme ich super an die Technik ran. Hier ist die ganze Elektrik verbaut. Wenn mal was ist, komme ich super ran, kann ich perfekt halt reparieren. Also das gefällt mir ja wirklich bei diesen Chinesen sehr, sehr gut. Auch diese Zugänglichkeit, also cool. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie gefällt euch das Fahrzeug? Ansonsten, ne, haltet die Ohren steif. Oder hier, warte mal, haltet die Ohren steif. Und liebe Grüße aus China. Schaut euch das nächste Video an, weil es wird noch spannender.